Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie, wir sind heute in Mlada Boleslav, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, da wo der Skoda Enyaq gebaut wird. Und ich habe heute für euch nicht nur die Coupé-Version dabei, sondern auch den RS. Im vollen Namen steht es genau da hinten und zwar ist es der Enyaq Coupé RS IV. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert doch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Was werden wir heute gemeinsam machen? Wir werden uns ansehen, ist der Kofferraum zu klein oder reicht er aus? Wie sieht es auf der Rückbank beim Coupé aus? Was kann der RS? Innenraum schauen wir uns nur an, fahren darf ich ihn leider nicht. Jetzt dranbleiben und dann gehen wir erstmal los und gucken ihn uns genauer an. Kommt mit! Ja, und hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier steht jetzt die RS-Version des Enyaqs mit 306 PS, die genauen Leistungsdaten werde ich euch dann später erzählen, in einer unfassbar schönen Farbe und zwar ist das Mamba Green. Den gibt es auch in Orange, ist jetzt der RS-Version vorbehalten, finde ich großartig, vor allem mit diesen vielen schwarzen Elementen und ich habe mich jetzt hier auch direkt noch umgezogen, weil ich irgendwie was beigefarbenes anhatte und das hatte sich total gebissen, deswegen freue ich mich, dass ich noch andere Klamotten mit dabei hatte. Wir sind jetzt heute Morgen extra hierher geflogen, um euch den zu zeigen und jetzt würde ich sagen, beginnen wir erstmal mit der Plattform. Der steht auf dem MEB genauso wie auch der VW ID.4 oder auch der ID.5. Der ID.5 ist ja jetzt zum Coupé im Prinzip ein Wettbewerber, genauso wie auch der Q4 e-tron Sportback. Andere Wettbewerber wären beispielsweise auch der Kia EV6 oder der Hyundai Ioniq, haben wir euch alle bei uns auf dem Kanal vorgestellt, genauso wie das Tesla Model Y. Schaut da gerne mal vorbei, falls sie euch interessieren. Jetzt sprechen wir hier erstmal über das Licht, weil irgendwie ist ja Licht das neue Chrom, finde ich hier jetzt großartig. Jan hat jetzt auch das Licht ganz angemacht. Schaut euch mal hier dieses Wimperndesign an, was wir jetzt hier haben, serienmäßig LED-Leuchten. Optional gibt es die Matrix-LED-Leuchten und mein absolutes Highlight ist das Crystal Face, das Kristallgesicht. Super schön hier eben mit über 130 LEDs, sehr, sehr schön hier nochmal geformt, schwarz umrandet, jetzt exklusiv in der RS-Version. Oben das Skoda-Zeichen, finde ich super harmonisch. Und schaut mit mir mal hier unten noch die ganzen schwarzen Elemente an, auch eine sehr sportliche Lippe, die hier vorgeht. Und dieses Mamba Green in Kombination mit dem Schwarz ist schon ziemlich krass. Der sieht ultra böse aus, obwohl es ja eigentlich der Enyaq so ein Familienauto ist, Elektromobilität für die Familie, sehr viel Platz im Innenraum. Und genau darum soll es jetzt gehen, wenn wir in die Seite gehen, denn wie viel Platz haben wir denn? Das soll der Skoda sein, zumindest der normale Enyaq, der am meisten Platz im Innenraum hat, im Vergleich zum Beispiel auch zum Kodiaq oder auch noch zum Karoq. Der ist jetzt ein bisschen größer als der Karoq, ein bisschen kleiner als der Kodiaq. 4,65 Meter lang, 1,88 breit und 1,62 Meter hoch. Und ihr seht jetzt, der Unterschied beginnt jetzt hier ab der B-Säule. Hier vorne ist Enyaq alles gleich, bis auf die RS-Variante und hier hinten geht eben die herabfallende Dachlinie nach ganz unten. Wir haben jetzt hier eine komplett durchgezogene Glasscheibe, das schauen wir uns auch gleich noch von innen an. Serienmäßig immer auch noch das Glasdach drin, was ich großartig finde. Und wir haben jetzt hier bei dem RS, ich hoffe, ihr seht es ein bisschen, auch in schwarz natürlich, immer den Allrad. Heißt, vorne ist ein Elektromotor, hinten ist ein Elektromotor. Bei der Coupé-Variante habt ihr aber auch die Möglichkeit, hinten nur einen Motor zu nehmen, also nur den Heckantrieb. Zwei Akkuvarianten, einmal 77 Kilowattstunden, einmal 58 Kilowattstunden. Die kleine Akkuvariante mit 51 Kilowattstunden fällt weg, die gibt es jetzt nicht bei der Coupé-Version. Wenn wir uns jetzt hier mal die Felgen anschauen, würde ich sagen, kommt ihr mal ein bisschen näher, denn wir haben jetzt hier einerseits eine Aero-Felge, eine aerodynamisch optimierte Felge. Es sieht hier sehr schön aus, in der Mitte das Skoda-Zeichen dann auch nochmal. Großartig geformt, ich finde, und natürlich macht es auch Sinn, die hier größtenteils zu schließen, weil das einfach gut ist für den CW-Wert. Hier drumherum kein Plastik. Und apropos CW-Wert, da sprechen wir jetzt drüber, denn der hat jetzt hier einen CW-Wert von 0,24, was wirklich sehr, sehr gut ist im Vergleich eben zum Q4 e-tron Sportback oder auch ID.5. Die haben nämlich einen CW-Wert von 0,26. Heißt, der ist aerodynamisch optimiert. Hier an der Seite haben wir übrigens dann auch noch das schöne RS-Logo integriert. Schwarze Spiegelkappen sehen sehr böse aus, sind übrigens auch noch aerodynamisch optimiert. Wir haben hier so eine kleine Abrisskante, die nochmal für bessere Verwirbelungen sorgen soll.
Um die Fenster hier nochmal eine schwarze Umrandung, hinten alles dunkel. Sehr, sehr schick, wie ich finde. Und wenn wir jetzt so langsam ans Heck gehen, sprechen wir vielleicht darüber, wie das aussieht, weil darum geht es ja bei dem Coupé. Hinten riesengroße Scheibe, ich bin gespannt, wie es von innen aussieht. Hier dann nochmal so eine Abrisskante, die nach oben aus hochgeht, sieht auch ein bisschen Porsche-mäßig aus, wie ich finde. In der Mitte Skoda in schwarz. Die Rückleuchten erinnern so ein bisschen an die böhmische Kristallkunst, die es ja gibt. Sehr, sehr schön geformt, hier auch sehr dreidimensional, schaut gerne mal rein. Auch das IV unten ist übrigens in schwarz geformt. Enyaq steht hier auf der Seite nochmal. Und unten der Stoßfänger ist auch nochmal komplett in schwarz. Sieht mega schön aus. Für mich ist es auf jeden Fall der schönere Enyaq. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr den jetzt wählen würdet oder den ganz normalen. Wir sprechen jetzt nämlich über die Nachteile, und zwar ist es tatsächlich der Platz im Kofferraum. Machen wir hier hinten mal auf. Natürlich mit elektrischer Heckklappe, und schauen wir uns das jetzt mal an. Der normale Enyaq hat ja ein Kofferraumvolumen von 585 bis 1710. Hier haben wir jetzt 570, also 15 Liter weniger, bis 1610, also 100 Liter weniger bei umgeklappter Rückbank. Das ist absolut in Ordnung, wie ich finde. Hier ist jetzt alles mit so einem Vlies nochmal ausgeformt. Ich mache jetzt hier mal auf, dann seht ihr auch den doppelten Ladeboden. Hier könnt ihr noch unfassbar viel dann einfach verstauen. Vielleicht auch Dinge, die einfach nicht blöd rumfahren sollen. Ladekabel gibt es hier an der Seite in so einer Simply Clever Skoda-Tasche. Ich zeige es euch mal. So sieht sie aus, sehr, sehr praktisch. Kann man hier auch wieder reinmachen, passt sehr gut in die Mulde hier an die Seite. Und was wir jetzt machen, ist vielleicht mal hier die Hutablage runter. Und wir schauen uns gemeinsam mal an, wie es aussieht, wenn wir die Rückbank umklappen. Na, so, jetzt habe ich es. Ja, auch mit 1,64 Meter kommt man gut dran. Und die Rückbank kann man super easy hier umklappen. Schaut mal, dafür gibt es so Haken. Einmal, zweimal. Und jetzt haben wir eben für mich noch immer ein Kofferraumparadies von 1610 Liter. Das ist wirklich super. Kleine Kante gibt es da vorne natürlich, aber ausreichend Platz. Ich finde, auf die 15 Liter kann man absolut verzichten, wenn man sich diesen Kofferraum ansieht, vor allem eben im Vergleich zu dem sehr, sehr schönen Look. Jetzt machen wir das hier hinten wieder rein, damit Jan das nachher auch noch ordentlich hat. Und wir sprechen jetzt noch über das Laden, wenn wir hier drüben stehen. Das kann man nämlich hier machen. Auf dieser Seite DC oder AC. Hier haben wir jetzt die AC-Variante, unten dann eben die DC-Variante fürs Schnellladen. Und den gibt es ja jetzt hier mit dem 58 Kilowattstunden fassenden Akku und die RS-Version, beziehungsweise eben auch die Allrad-Version mit dem iV80 mit 77 Kilowattstunden Akku. In 38 Minuten kann man den vollladen DC von 10 bis 80% mit 125 kW. Und an der Wallbox braucht er zwischen 6 und 8 Stunden, je nachdem, welche Akkuversion ihr habt. Jetzt machen wir hier mal wieder zu und sprechen noch ganz kurz über unseren Kooperationspartner. Und zwar ist es Next Level Energy. Was machen die? Die haben einen Online-Shop für euch und unter anderem auch Ladelösungen oder auch Lösungen für Energiespeicher und Photovoltaik. Bei ihrem Shop Nick eShop findet ihr dort alles Mögliche. Schaut da gerne mal vorbei. Mit dem Code TheCarCrash bekommt ihr da 25 € ab einem Einkaufswert von 150 €. So, und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns als nächstes mal an, wie viel Platz ich hinten auf der Rückbank habe. Ich bin 1,64 Meter groß. Ist ja wichtig zu wissen, ob eure Kinder da hinten Platz haben. Und dann würde ich sagen, mache ich auf der Seite mal auf. Ihr schaut schon mal rein, wie so das Feeling ist. Und ich gehe auf die andere Seite mal und schaue es mit euch gemeinsam an. So, einmal. Und zweimal. Jan, soll ich offen lassen oder zu? Dann kommt jetzt mal hier rein und schaut euch diesen Traum an. Wir haben ein komplett riesengroßes Glasdach. Es ist wirklich ein Traum. Macht den Innenraum jetzt hier innen deutlich heller, auch wenn hier sehr viel schwarz verarbeitet ist. Sitze können wir vielleicht auch mal besprechen. Hier sehr schönes Alcantara mit grünen Elementen, passend zur Außenfarbe, sogar mit leichtem Seitenhalt. Hier oben auch nochmal sehr schön ausgeformt. Wir haben jetzt hier noch eine Mittelarmkonsole, die ich ausfahren kann, mit einem Cupholder. Schaut es mir mit mir gemeinsam mal an. Sehr, sehr schick. Bitte lasst euch nicht durchs Piepsen stören. Ich wollte unbedingt das Crystal Face vorne anmachen. Dann piepst es eben. Und wir haben jetzt hier auch noch eine Durchreiche. Ein Allrad haben wir hier auch. Bedeutet, hiermit könnt ihr auch richtig lässig Skifahren gehen. Hier vorne dann auch noch Sitzheizung auf beiden Seiten. Da und da könnt ihr draufklicken. Auch nochmal eine Klimaanlage. Und jetzt geht es natürlich darum, wie viel Platz habe ich denn hier hinten. Und wir wurden
hier im normalen Enyaq hergefahren und ich spüre eigentlich fast keinen Unterschied. Natürlich bin ich jetzt relativ klein, bin gespannt, was Jan gleich sagen wird, aber ihr seht, nach oben hin sind es ja locker 2,5 Fäuste, was sehr angenehm ist, und nach vorne sind es auch nochmal 2,5 Fäuste. Ich fühle mich mega wohl, der Radstand liegt übrigens bei 2,77 Meter. Jetzt würde ich sagen, komme ich mal gemeinsam raus und wir schauen mal an die Tür, könnt schon mal einen Blick drauf werfen. Sehr schick jetzt hier mit dem Carbon-Look. Wir haben auch so eine Ambiente-Beleuchtung jetzt hier in einem aggressiven Rot. Kann man natürlich auch umstellen in den Farben. Das zeige ich euch vorne gleich nochmal. Türöffner sehr schön geschwungen. Hier dann auch nochmal sehr viel Alcantara, auch gut gepolstert. Nur dieses kleine Plastikelement hier, das mag ich irgendwie nicht so sehr. Da passt mein Arm auch nur so gerade so rein. Sonst hier sehr gut ausgeformt eben. Muster ist Geschmackssache. Jetzt würde ich sagen, gehen wir gemeinsam vor. Ich zeige euch noch diese kurze Simply Clever Lösung. Kann man hier einfach hoch machen, einhaken und ist dann eben vor der Sonne geschützt. So, jetzt mache ich hier mal zu und wir machen vorne noch gemeinsam die Motorhaube auf. Und schauen auch da mal, was da drunter ist. So, und leider haben wir keinen Frunk. Frunk hätte große Vorteile, weil man dann vorne beispielsweise die Ladekabel verstauen könnte. Und jetzt erstmal zu den Motorvarianten, die ihr beim Coupé bekommt. Das ist einmal der iV60 mit 179 PS, das ist der iV80 mit 204 PS und das ist der iV80X mit 266 PS. Und die RS-Variante, die jetzt hier steht, die hat 306 PS und 460 Newtonmeter maximales Drehmoment. Die anderen fahren alle VMAX 160, der 180, also 20 km/h schneller, ist in 6,5 Sekunden auf 100 und kommt 545 Kilometer weit. Das ist großartig, denn er rekuperiert ein bisschen stärker und vor allem ist er aerodynamisch optimiert im Vergleich zum normalen Enyaq. Jetzt machen wir hier vorne mal zu. Ganz schön laut in so einem Studio, gehen gemeinsam dann noch in den Innenraum, schauen uns da an, was es alles zu entdecken gibt. Und anschließend gibt es noch ein kurzes Fazit und den Preis. Und ich würde sagen, ihr schaut euch nochmal das Heck an und dann kommt er mit. Und weiter geht's jetzt mit dem Innenraum und erstmal besprechen wir jetzt gemeinsam die Sitze. Die sind nämlich richtig schön, schaut die mit mir gemeinsam mal an. Hier oben dann das RS eingestickt. Wir haben Leder, eine Kombination mit Alcantara. Sehr sportliche Sitze, die auch sehr viel Seitenhalt geben. Haben hier natürlich auch noch eine Sitzheizung hier vorne. Dann kein Element, was man vorschieben kann, bräuchte ich aber im Alltag nicht. Und die sind schon ziemlich gut. Also die hätte ich auch gerne so als Schreibtischstuhl oder so. Und ein großes Highlight ist natürlich auch das große Glasdach. Das möchte ich euch auch noch von hier vorne zeigen. Schaut euch das mal an. Das geht bis da hinten durch, eine kleine Unterbrechung da hinten und dann hinten eben weiter nochmal in der Heckpartie. Das ist wirklich wunderschön hier drin. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Schauen wir vielleicht auch noch die Tür an. Armauflage ist weich gepolstert, nur dieses kleine Plastikelement finde ich nicht so schön, aber das ist Geschmackssache. Oben wieder der Carbon-Look. Türöffner haben wir dann da auch nochmal. Ist schon ganz schön schick, oder? Wir haben da auch noch eine Einstiegsleiste jetzt hier. Beziehungsweise nein, wir haben natürlich keine Einstiegsleiste, haben hier unten dann auch noch einen Teppich mit Akzentfarben. Hier alles sehr zu mir geneigt, viel Alcantara, sehr viel Soft-Touch, hier auch wieder dieser Carbon-Look. Das Einzige, was mir nicht so sehr gefällt, ist wirklich hier diese Chrom-Applikation. Die hätte ich jetzt persönlich lieber in einem Schwarz gehabt, hier vor allem in dem RS-Modell. Unten eben auch nochmal die Ambiente-Beleuchtung. Mitteltunnel ist sehr breit, trennt aber auch nicht zu sehr vom Beifahrer, weil wir hier unten sehr viel Platz haben. 2 Cup-Holder haben wir dann hier oben auch noch, kann ich hier so aufmachen, können mit mir gemeinsam mal reinschauen. Da vorne dann auch noch induktive Ladefläche, kann das jetzt hier wieder reinmachen. Übrigens, so sieht der Schlüssel aus, ich zeige es euch da vorne auch nochmal. Das ist der typische VAG-Konzernschlüssel. Hier haben wir dann auch noch mal ein bisschen Platz. Da ist der Shifter, Feststellbremse, kleines Münzfächchen und hier habt ihr auch noch mal sehr, sehr viel Platz. Also hier kriegt ihr auf jeden Fall alles gut verstaut. Könnt das jetzt hier auch noch mal rausmachen. Das Simply Clever Lösungen en masse für alles Mögliche, was ihr mitnimmt. Heißt, es ist auf jeden Fall auch familientauglich. Jetzt mache ich das hier noch zu. Hier vorne haben wir dann das aufgesetzte Infotainment-System. Das ist jetzt aktuell auf Tschechisch, verzeiht es mir. 13 Zoll groß und da vorne haben wir ein kleines Cockpit. Ich würde sagen, dafür kommt Jan mal rein und schauen wir uns das hier vorne noch etwas genauer an. Haben jetzt hier, das kleine Cockpit hat ungefähr 4 Zoll Größe. Das kommt erstmal ein bisschen klein vor, aber wir haben da oben noch ein AR Head-Up-Display. Das gibt es optional dazu. Das ist großartig, weil das vor allem eben augmented ist. Heißt, es macht sehr wichtige oder es spielt sehr wichtige Informationen auf die Straße wieder.
Und ein abgeflachtes Lenkrad, RS steht jetzt hier nochmal drauf, sehr schön frei gestaltet jetzt hier. Haben hinten auch Schaltpedal für die Rekuperationsstufen und haben hier dann auch nochmal alles eben für die Steuerung von dem Cockpit bzw. von dem Infotainment. Was wir jetzt als nächstes machen, ist gemeinsam noch ganz kurz hier den rahmenlosen Spiegel anschauen. Auch der passt jetzt hier sehr gut rein. Gott sei Dank hat er keinen Rahmen. Ich finde, das hat irgendwie mehr Klasse, wenn der rahmenlos ist. Wir gehen jetzt gemeinsam raus und dann gibt es noch ein kleines Fazit und ich werde euch verraten, was der hier kostet. Kommt mit! Kommen wir zu meinem Fazit und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie findet ihr ihn jetzt so? Ich finde, es ist eines der schönsten Elektroautos, was es derzeit auf dem Markt gibt. Ich war ziemlich baff, als ich den heute das erste Mal gesehen habe. Ich bin gespannt, was ihr so schreiben werdet. Und jetzt geht es ja erstmal generell darum, Vorteile, Nachteile, Coupé. Ich finde, das Coupé hat keine großen Nachteile. Natürlich haben wir ein bisschen weniger Kofferraumvolumen, vielleicht haben wir auch ein bisschen weniger Platz auf der Rückbank, aber er sieht dafür einfach umso schöner aus, vor allem eben hier in der RS-Version. Ich freue mich total, die mal fahren zu dürfen. 6,5 Sekunden auf 100 ist ein Wort, vor allem auch für ein Elektroauto, und auch die Reichweite bzw. eben die Ladezeiten hören sich für mich jetzt ganz gut an. Ich bin sehr gespannt, ob es da vielleicht auch noch eine Entwicklung geben wird. Ein EV6 beispielsweise, ein Kia EV6 oder auch ein Hyundai Ioniq 5 haben ja schon mittlerweile eine 800-Volt-Technologie. Sowas würde ich mir jetzt auch noch bei Skoda wünschen und bin sehr gespannt, was da so kommen wird. Jetzt geht hier gerade die Batteriepack oder so an, es wird ganz schön laut. Der RS will halt fahren, auch wenn es ein Elektroauto ist. Und wenn wir jetzt hier vorne angekommen sind, geht es natürlich auch darum, kostet das Coupé mehr? Ja, es wird wahrscheinlich mehr kosten. Der iV60 beginnt bei 39.000 €, der wird ungefähr bei 42.000 € mit der gleichen Motorisierung landen. Hier als RS-Version weiß ich aktuell noch nicht, was er kosten wird. Ich schätze aber, dass er ungefähr bei 48.000 € bis 50.000 € liegen wird. Aber ihr profitiert dann noch von der Förderung von bis zu 10.000 € und einer Dienstwagensteuer von 0,25%. Bedeutet, ihr bezahlt im Vergleich zu einem Verbrenner nur ein Viertel, was großartig ist. Und ich finde, mit dem Auto vorfahren auf einem Geschäftstermin macht absolut Sinn und sieht doch ziemlich cool aus. Wer das genauso weiß, ist unser Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Abonniert gerne den Kanal, würde mich tierisch freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!